Und jetzt hier im Boiler Room mit keinem anderen als Apparat. Hallo Sascha. Hallo. Du hast gerade erzählt, du kommst gerade von der großen Tournee und man kann ohne zu lügen sagen Welttournee zurück. Gut, es war jetzt nur noch der letzte Ausläufer der Tournee. Tatsächlich hätte es das gar nicht gegeben, wenn nicht im Mai unser Drummer sich den Arm gebrochen hätte. Er hat sich den Oberarm gebrochen. Ist mitten auf Tour passiert und war eine krasse Tragödie. Wir mussten sozusagen den Sommer über mit einem anderen Drummer spielen und haben dann aber mit Jörg eigentlich schon früher als wir dachten wieder anfangen können, weil der einfach irgendwie sich total schnell wieder rehabilitiert hat, keine Ahnung. Und ja, jetzt war das halt noch so, waren die letzten Bandshows und dann haben wir halt in Berlin die 2 allerletzten Bandkonzerte gespielt, weil jetzt ist das Projekt auf jeden Fall erstmal so in der Parkspur. Und ihr wart seit wann auf Tournee? Seit Frühjahr, ne? Wir sind ehrlich gesagt schon ein bisschen zu früh losgefahren. Wir sind über die Festivals getingelt und haben sozusagen auf öffentlichen Bühnen geübt. Und das ist ja meine erste so richtig krasse Band mit vielen Leuten und dieses ganze so richtige Set-Spielen. Und das hat eine Weile gedauert, bis das saß. Und ich habe natürlich am Anfang auch manchmal die Bühne verlassen und dachte, ey, was war das für eine Scheißidee? Ja, aber ich habe euch ja in Köln gesehen. Das wirklich. Das war der dritte Gig und den fanden wir richtig scheiße. Ich fand den richtig geil, aber ich war auch hinterher richtig betrunken. Ja, aber es ist halt immer abgefahren, wie subjektiv das ist in der Wahrnehmung. Weil zum Beispiel jetzt auch die letzten 2 Shows, ich hatte bei der ersten Show voll das gute Gefühl, ich meine, die waren beide sehr gut. Aber alle meinten, die zweite war besser und ich dachte, nein, die erste war fett, spinnt ihr? Weißt du, es ist halt so, der eine sieht das mit ganz anderen Augen, hört es anders, kommt ganz wahnsinnig viel auf Stimmung an, gerade wenn du irgendwie so eine emotionale Nummer abfährst. Und wenn dann halt einfach jemand nicht in der richtigen Mut ist und nicht connected, dann findet der halt die Show dann nicht so gut wie der andere, der halt gerade sich von seiner Freundin getrennt hat und ein bisschen Sascha beim Jammern zuhören will. Es ist sehr getragen. Ich fand auch, deswegen funktioniert es live so gut. Platte ist super, aber live ist der Moment, wo dieses Getragene, dieses Gefühlige, du legst es ja nicht mehr nur auf dem Dancefloor an. Wie ist es überhaupt als Unterschied? Also als Produzent und DJ, der strictly slave to the rhythm ist, dem Dancefloor dient, den Leuten, die tanzen wollen, jetzt zu der Nummer mit Band und dieses richtige DJ-Leben nur im Club, das ist ja bei mir so lange her. Ich habe ja schon vor 10 Jahren eigentlich angefangen, so Musik zu machen, die ein bisschen abseits des Clubs funktioniert. Und seitdem mich eigentlich immer wieder so mal wegentwickelt, mal wieder ein bisschen rangeschwommen. Mit Ellen zum Beispiel waren wir wieder näher am Dancefloor. Und dann würde ich sagen, mit der Band habe ich mich am weitesten davon wegentwickelt. Und lustigerweise habe ich jetzt gerade wieder angefangen, DJ-Gigs zu spielen. Und ich komme gerade aus Turin. Ich habe erst vielleicht so 20 DJ-Gigs jetzt wieder gespielt im letzten Jahr und dann in Turin gleich so Königsdisziplin, 7000 Leute Rave. Und dann muss ich erstmal wieder reinkommen. Das sind so unterschiedliche Welten. Aber so, ich glaube, für mich ist es sehr wichtig, weil es einfach dann so ein bisschen der Kontrast bringt halt so auch so ein bisschen Reibung mit. Und klingt so, als ob es genau dann erst wieder richtig Spaß macht. Wahrscheinlich. Und jetzt heute Abend ist ja auch das Ding, legst du Platten auf oder machst du Mixe von... Nö, ich leg Platten auf, ganz entspannt so. Das ist auch das Schöne am Plattenauflegen, weil es halt das ist genau das richtige Verhältnis zwischen, man kann einfach locker so ein bisschen sich in die Musik reinfuddeln so und es ist wirklich krampfig. Außer du bist richtig scheiße drauf, das gibt's natürlich immer. Aber natürlich versus Bandkonzert auf der Bühne stehen, wenn du da mal nicht fokussiert bist und nicht mehr weißt, was dein Part gerade ist, dann bist du halt erstmal lost. Wenn du eine geile Band hast, bist du noch lost für dich selbst und die Band nimmt dich dann wieder mit, was ich jetzt so gelernt habe und was total toll ist. Ja, also aber du hast tolle Musiker, auf die kann man sich auch verlassen, wenn man sich da als Vokalist oder du spielst auch Gitarre dazu, aber als der Solist vorne verliert, dann fangen die dich auch wieder auf. Unbedingt. Aber auch das musste ich erstmal lernen. Natürlich so die ersten Shows, wo ich da auf der Bühne stand, war ich halt deswegen auch so unsicher, weil das ganze Gefühl mir halt so fremd war, da so ein Teil von so einer Maschine zu sein, die so tuckert. Und selbst wenn man da mal so rausfällt so ein bisschen, dann kann man sich da halt wieder mit reinziehen lassen und das muss gar nicht mal unbedingt notwendigerweise schlecht sein. Das macht es manchmal auch ein bisschen interessant. Das menschliche Element. Das ist ja eigentlich schon immer so ein bisschen das gewesen, wonach ich gesucht habe, auch früher mit Computern. Da habe ich halt das menschliche Element programmiert, was ja absurd an sich ist. Weil es wieder geplant ist und nicht, aber es gibt ja auch beim Programmieren, wenn du alleine mit einer 808 oder was weiß ich von der Maschine rumsitzt, diese kleinen Holperer, die halt nicht geplant sind und die dann aber eben genau, das ist der Dreck im Beat, das ist das Salz in der Suppe, das eigentlich geil machen. Ja. Dem ganzen Soul geben. Ja, es geht einfach auch darum, manchmal Momente aufzunehmen, wo andere Leute so den Record-Knopf nicht gedrückt hätten. Ja. Deswegen, auch wenn ich im Studio bin mit anderen Leuten und Sachen aufnehme, ich drücke immer schon während des Soundchecks Aufnahme. Ich will mir halt so
will mir nicht diese magischen Momente entgehen lassen, weil manchmal passiert einfach was halt wahnsinnig unperfekt ist, aber darin so eine wahnsinnige Schönheit und so eine kleine, so ein bisschen Naivität auch wirkt, die man gar nicht rekonstruieren kann später. Es ist eine große Kunst für ein Set, immer in der richtigen Stimmung zu sein. Jetzt sogar auch unabhängig vom Alkohol. Vom Alkohol in Drogen. Natürlich ist es so immer manchmal auch ganz gut, ein bisschen so angetüdelt zu sein. Ich trinke auch mal was. Aber generell ist es halt gar nicht so einfach so, du musst dann, hast so ein Programm, was vorher abläuft und dann musst du genau zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Stimmung sein. Und gerade bei Bandshows gibt es da kein Zurück mehr, weil wenn du auf der Bühne stehst, dann kannst du ja nicht mal kurz nach hinten laufen, noch einen Drink nehmen, dich nochmal locker machen. Das Ding ist einfach, es läuft los. Und dann musst du es durchziehen. Aber du kriegst auch dieses unglaubliche Adrenalin vom Publikum, die Leute, die da sind. Meistens schon, das kommt ein bisschen drauf an. Es ist einfach bei so einer Tour, wo du so 10, 15 Gigs nacheinander spielst, ist es irgendwann natürlich auch richtige Konzentrationsarbeit. Da kannst du dir nicht mehr unbedingt nur leisten, dich so total charmant da reinzutauchen. Ja. Und dann da merkt man schon, dass es auch irgendwo ein Job ist. Ein geiler Job, aber es ist halt, du musst verdammt nochmal fokussiert sein und nur irgendwie durchdrehen und hey, Party, Wodka, ist dann auch... Musst du auch abliefern. Ja, ist nicht immer der richtige Weg. Was motiviert dich dazu, jetzt heute Abend ohne Gage im Boiler Room zu sagen, ich mache ein DJ-Set für eine Stunde, ist geil? Weil ich finde ein bisschen die Idee, die Grundlage, dass man hier einfach mit ganz vielen Leuten, ich kenne ja wieder jeden Zweiten, einfach so seinen Homies einen coolen Abend verbringt und zum ersten Mal ist in Berlin funktioniert, dass Leute um 8 Uhr auf eine Party kommen. Schon allein das ist ein Grund dabei zu sein. Das versuchen wir seit 10 Jahren und es ist fast unmöglich. Ist wirklich unmöglich. Wie gelingt denen, dass es um 8 Uhr voll ist? Du hast es vorhin kurz angesprochen, wahrscheinlich muss man den Leuten sagen, dass eine Kamera mitläuft. Als Livestream. Aber ich finde die Idee schön, das ist ein bisschen wie früher. Wir haben früher ganz oft so in der Woche, ganz so Shit-Katapult-Zeiten, vor 10 Jahren hatten wir diesen NBI-Abend. Da hat der so 2,5 Mark Eintritt gekostet und das waren irgendwie immer wir und unsere Homies und dann, wir haben es einfach für die Sache an sich gemacht. Gar kein größeres, ich meine, hier gibt es natürlich noch einen Hintergrund, es wird gestreamt, andere Leute können es sehen, aber so wie es sich anfühlt, ist es halt ein bisschen so, hat ein bisschen was von so einem ursprünglichen Gedanken wieder. Hast du dir von den Boiler Room Sachen, die Mixe liegen ja alle online, hast du dir andere Mixe angehört? Welche? Ich habe ein bisschen reingeskippt. Ich habe jetzt letztens war das Deadman-Ding online und den habe ich auch gerade in Turin getroffen. Und ich habe ja auch so eine wahnsinnige Techno-Vergangenheit, deswegen stehe ich da ja auch so ein bisschen drauf. Ja. Ich glaube, Deadman ist so, wenn ich nicht noch eine ganz kleine Verantwortung den Leuten, die meine aufgenommene Musik mögen, verspüren würde, dann würde ich wahrscheinlich ein richtig finsterer Techno-DJ sein. Du brauchst noch einen AKA-Namen. Genau. Das habe ich ja immer vermieden in meinem Leben, außer halt bei Kollaborationen. Ja. Aber tendenziell, ich habe auch dieses Monkey Town-Ding, da war ich voll fertig. Das habe ich mir im Stream live angeguckt. Ehrlich gesagt, ich habe die ganze Zeit so zu Hause gesessen und dachte, scheiße, jetzt musst du eigentlich zu deinen Kumpels gehen. Aber dann war halt der Kompromiss auf der Couch, mir sozusagen das Ding reinzuziehen. Ich bin virtuell bei euch. Aber Monkey Town, das war also Mode Selector, so hast du wirklich alles live mitgeguckt? Ja, also klar, ja. Also ich hab's wirklich, die ganze Zeit war das Ding an, ich saß auf der Couch und habe mal so als Konsument dieses Ding so mitgenommen und das war eigentlich ganz geil. Weil ich mich eigentlich frage, was macht den Unterschied aus für einen da draußen irgendwo in Toronto, der sich so ein Ding anguckt, ob er jetzt eine aufgenommene Version anguckt oder er weiß, es passiert jetzt gerade. Ich glaube, das ist der einzige. Ich habe mir auch gefragt, auf Soundcloud liegen unglaublich viele Mixe von den geilsten DJs, du kannst ja alles anhören. Was macht diese Kamera anders, außer dass du Marcel Dettmann sehr cool rauchen siehst? Der hat eine coole Zigarettenhaltung, muss man sagen. Ja, er hat auf jeden Fall seine Hausaufgabe gemacht. Oder was meinst du? Was ist der Unterschied? Ich glaube, ich habe es eben schon gesagt. Ich glaube, es ist wirklich das Bewusstsein, dass die Leute wissen, sie sind gerade Teil der Sache. Es passiert in dem Moment. Und natürlich macht es am Ende voll keinen Unterschied. Die Musik ist das Gleiche, was sie sehen ist das Gleiche, aber es ist so das Gefühl, sie wissen, ey, irgendwo auf der Welt, in irgendeiner Ecke sind da gerade irgendwie so 400 Leute in so einem Keller und feiern das Ding so. Ist klar. Und das macht dann wahrscheinlich den kleinen Unterschied, den es braucht, dass dann so viele Leute sich das auch reinziehen. Weil die Nummer funktioniert. Lass uns feiern. Sascha, muchas gracias. Wie rum so? Sehr geil.